Gemini, der KI-Assistent von Google, kann Schweizerdeutsch verstehen und sogar Gute-Nacht-Geschichtli erzählen. Auch wenn es noch nicht perfekt ist, zeigt es dennoch deutlich die schnellen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist weltweit in aller Munde. Auch in der Schweiz hat das Thema künstliche Intelligenz seit Ende 2022 stark an Aufmerksamkeit gewonnen, wie die Google-Trends-Daten zeigen. Insbesondere die generative KI birgt enormes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft. Doch was ist generative KI überhaupt? Anlässlich des 20-jährigen Geburtstages von Google Schweiz wollten wir wissen, was bewegt die Schweiz? Das ist die Geschichte hinter den Suchtrends der Schweiz. Das ist Sabine Lehmann. Sie arbeitet als Senior Managerin bei Google in der Schweiz. Wir sehen hier einen gigantischen Peak, und zwar Ende 2022. Damals wurde KI zum ersten Mal in Form eines sogenannten Large Language Models als Chatbot für die breite Öffentlichkeit erlebbar gemacht. Auch Sabine hat mit Sprachmodellen zu tun. Zusammen mit ihrem Team trainiert sie Gemini, den KI-Assistenten, in mittlerweile 35 Sprachen. Überhaupt spielt der Google-Standort in der Schweiz für die Weiterentwicklung des KI-Assistenten eine wichtige Rolle. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten in erster Linie daran, dass Gemini mehrsprachig ist. Das heißt, dass es viele Sprachen versteht und auch spricht. Und dabei geht es eben darum, dass man zum Beispiel innovative Funktionen wie Antwort überprüfen, dass es auch in verschiedenen Sprachen klappt. In dieser Funktion geht es darum, Textpassagen grün zu markieren, wenn es entsprechende Belege im Internet gibt, und eben orange, wenn es keine Belege dazu gibt. Dass der Chatbot all das kann, verdankt er dem zugrunde liegenden KI-Modell Gemini. Das KI-Modell ist multimodal, also es versteht die Welt so ein klein wenig wie wir, und es kann viele Inputs aufnehmen, also sei es Text, Bilder, Videos, Audio etc. Und es kann auch viele Outputs ausgeben, also zum Beispiel Bilder oder Text, da braucht es Softwarecode. Die Mission von Google ist es, KI für alle nützlich und leicht zugänglich zu machen, sodass alle Menschen und Unternehmen von diesen neuen Möglichkeiten profitieren können. Das Projekt Precision Onco AI Syst am Universitätskinderspital Zürich, das in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten sowie Google entwickelt wurde, zeigt dies in der Praxis. Professor Dr. Jean-Pierre Bourquin und sein Team nutzen generative KI, um personalisierte Therapien für Kinder mit Leukämie zu entwickeln. Die künstliche Intelligenz hilft uns, die Menge an Informationen schnell und effizient zu verarbeiten. Dazu bezieht die künstliche Intelligenz Daten aus dem Labor mit ein, die die Wirksamkeit von Medikamenten direkt auf dem Blutkrebs prüfen. So kombiniert die KI Wissen und Echtzeitmessungen, um die besten Kombinationen von Medikamenten vorzuschlagen. Für die kleinen Patientinnen und Patienten hat das große Vorteile. Wir haben bereits in der Pilotphase gesehen, wie das System in Sekunden strukturierte Informationen liefert, die sonst lange Besprechungen erfordern. Die KI wird unsere Arbeit stark beeinflussen und die reelle Intelligenz von Ärztinnen und Ärzten mit strukturiertem Wissen unterstützen und ergänzen. Damit KI die reelle Intelligenz optimal ergänzen kann, sind allerdings bestimmte Voraussetzungen nötig. Das ist Professor Dr. Menatalla El-Assadi. Sie ist Assistenzprofessorin an der Fakultät für Informatik am ETH AI Center. Sie erforscht, wie Menschen und KI bei komplexen Problemen effektiv zusammenarbeiten können. Die größte Herausforderung bei der Kommunikation zwischen Menschen und KI-Systemen ist, Menschen kommunizieren sehr sozial, sie kommunizieren auch basierend auf verbale und nicht-verbale Cues, aber KI-Systeme brauchen sehr große Datenmengen und sehr, sehr strukturierte Daten, um diese Probleme zu bearbeiten. Und deshalb ist es wirklich maßgebend, dann an die Kommunikationsschnittstellen zu arbeiten, dass wir keine Misskommunikation zwischen diesen Agenten haben. Das ist entscheidend, denn nur gemeinsam können Mensch und KI komplexe Herausforderungen wie beispielsweise die Behandlung von Leukämie oder den Klimawandel angehen. Dabei haben Mensch und KI unterschiedliche Stärken. KI-Systeme können Datenmengen verarbeiten, sehr gut skalieren und auch mit sehr komplexen Problemen umgehen, wenn diese Probleme gut strukturiert sind. Wir Menschen aber können auch mit Problemen umgehen, die vielleicht mehr Nuance haben. Vielleicht sind sie nicht so gut strukturiert und wir können auf Expertenwissen aufbauen, was vielleicht nicht sehr, sehr gut in den Daten dokumentiert ist. El-Assadi und ihr Team entwickeln deshalb spezielle Schnittstellen, um die Kommunikationslücke zwischen Mensch und KI zu überbrücken.
Wichtig bei der Kommunikation zwischen Menschen und KI-Systemen ist die Transparenz. Wir wollen es erreichen, erklärbare Systeme zu haben. Und das andere ist, wir wollen erlauben, dass Menschen auch ihre Art, Entscheidungen zu finden, zurück an das KI-System übergeben. Das heißt, wir wollen Feedback sowohl von dem KI-System an den Menschen, als auch von den Menschen an den KI-System. El Assadi ist der Überzeugung, dass gerade die Schweiz ein hervorragendes Umfeld für ihre Forschung bietet. Die ETH bietet ein sehr, sehr gutes Ökosystem. Gerade hier in Zürich sind sehr viele Firmen und auch sehr viel Kontakt zur Wirtschaft und halt auch sehr viele Startups. Und wir arbeiten sehr eng zusammen mit allen Parteien. Wir haben auch sehr viele Forscher, die das Thema von verschiedenen Seiten bearbeiten. Und ich finde, das ist weltweit einzigartig, wie wir hier miteinander umgehen. Die Nähe zur Spitzenforschung hat verschiedene globale Technologieunternehmen dazu veranlasst, ihre KI-Forschung von der Schweiz aus zu betreiben. 2004 eröffnete Google seinen ersten Forschungs- und Entwicklungsstandort außerhalb der USA in Europa. Die Wahl fiel auf die Schweiz. Das ist Urs Hölzle, Google-Mitarbeiter Nummer 8. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Google vor 20 Jahren seinen Standort in der Schweiz eröffnete. Dafür brauchte er allerdings keine große Überzeugungsarbeit. Vor 20 Jahren war es gar nicht so schwierig, Laienzeuge vom Standort Zürich zu überzeugen, weil das hat unseren damaligen Angestellten schon sehr gefallen. Die Nähe zur ETH und Uni hat natürlich auch geholfen. 2004 bezogen die ersten beiden Mitarbeiter das Büro am Limmat Quai. Bereits damals war künstliche Intelligenz ein Thema, das bei Google präsent war. Für Google war AI vor 20 Jahren schon ein Thema, weil um eine gute Suchmaschine zu haben, muss man das Query verstehen, die Anfrage, muss aber auch das Web verstehen, was da wirklich drin ist. Und das war vor AI noch nicht möglich und wir haben jedes Jahr dann wieder daran gearbeitet, die Sprache besser zu verstehen, Webpages besser zu verstehen. Das hat dann Schritt für Schritt zu neuen Entwicklungen geführt und heute mit GenAI ist wirklich das Sprachverständnis fast perfekt geworden. AI kann man ja auch für viele Probleme brauchen, aber was mich persönlich am meisten fasziniert, ist AlphaFold. Das ist ein Programm, das kann voraussagen, wie ein Eiweiß sich im Raum dreidimensional arrangiert. Das hat früher 5 Jahre gedauert, um nur eines davon herauszufinden. Wenn man das jetzt also so einfach voraussagen kann, geht es viel, viel besser, die Wirkungen von Medikamenten zu verstehen, neue Medikamente zu erzeugen. Das wird also, glaube ich, die Medizin, die Biologie, die Pharmazie revolutionieren in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Und das alles nur dank AI. Projekte wie AlphaFold und der Precision Onco AI Assist des Kinderspitals Zürich verdeutlichen das große Potenzial der KI-Technologie. Dieses beschränkt sich aber nicht nur auf den Gesundheitssektor, sondern ist auch für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Eine von der Implement Consulting Group im Auftrag von Google Schweiz durchgeführte Studie zur generativen KI zeigt, dass sich die generative KI-Technologie schneller entwickelt als bisher angenommen und der Höhepunkt des wirtschaftlichen Beitrags schon in 10 Jahren erreicht sein könnte. Allein im Spitzenjahr könnte die generative KI das Bruttoinlandprodukt der Schweiz um 80 bis 85 Milliarden Franken steigern. Was das genau bedeutet und worauf die Schweiz achten muss, um im Bereich der KI nicht den Anschluss zu verlieren, das erfahren Sie in der 4. Folge von Quer durch die Schweiz.